Herzlich willkommen in diesem wunderschönen Paradies. Nehmt euch bitte ein paar Minuten Zeit und ich führe euch mal rum. Das Objekt hat eine Gesamtgröße von 1,4 Hektar und hat 3 Haupthäuser mit einer Nettowohnfläche von 500 Quadratmeter und eine Infrastruktur, die wir ausgebaut haben mit eigener Straße, Elektrizität und eigener Stromversorgung, falls der öffentliche Strom ausfällt. Unser Grundstück liegt genau an der Landesgrenze zwischen Kakopé und Atyra und in der direkten Nähe der neu gebauten Asphaltstraße, die beide Orte miteinander verbindet. Atyra, das unmittelbar in der Nähe liegt, ist einer der saubersten und ordentlichsten Städte des Landes Paraguays, hat einen wunderschönen Ledermarkt, ist von der Infrastruktur toll gelegen und hat ein wunderschönes Kloster Marianella zu bieten. Von uns aus innerhalb von 10 Minuten mit dem Auto sehr einfach zu erreichen ist die Landeshauptstadt Kakopé. Sie ist die Landeshauptstadt der Cordilleras und hat über die Krankenhäuser, über die Supermärkte, den Ärzten bis hin zur Gastronomie und der Kultur alles zu bieten. Was wichtig ist zu erwähnen ist, es ist auch die spirituelle Hauptstadt Südamerikas, wo einmal im Jahr aus ganz Südamerika Hunderttausende von Menschen zu uns pilgern, um an der Basilika zu beten. Aber nun zurück zu unserer Immobilie. Hier stehen wir nun auf dem zentralen Platz unserer Terrasse, wo der Pool ist und wo viele Feiern stattgefunden haben. Wir haben eine wunderschöne Aussicht hier und auf der linken Seite seht ihr unser Haupthaus. Und dort, wo wir so viel und schön gefeiert haben, das ist im Quincho, gehen wir nun mal hin. Dieser Quincho hat viele verschiedene Extras. Fangen wir mal mit dem ersten an, was für die abendlichen Veranstaltungen immer sehr schön ist, ist der Tataquá, der sich eignet zum Grillen, zum Pizzabacken und zum Brotbacken. Und wenn wir weitergehen, haben wir hier in dieser Anlage insgesamt 8 Außenboxen von der Marke Yamaha und der große Bildschirm, auf dem man vom Fußball gucken, aber auch normal von der Alarmanlage, vom Sicherheitssystem andere Kameras drüber laufen lassen kann und eigentlich das gesamte Grundstück, die gesamte Anlage im Blick behält. Und was es noch zu diesem Quincho zu sagen gibt, ist, dass es von der Lage einfach genial ist. Wenn ihr nach vorne hinweg schaut, habt ihr einen wunderschönen Blick über das gesamte Tal. Und bei so einer Anlage und bei so einem Platz darf natürlich auch nicht die Außenküche fehlen. Und die schauen wir uns jetzt mal an. Und hier nun kommen wir zum wahrscheinlich wichtigsten Ort aller Männer bei jeder Familienfeier oder größeren Veranstaltung. Weil meistens sitzen die Damen im Quincho oder sind am Pool und hier sind eigentlich alle Freunde immer und begleiten mich beim Grillen. Das ist die Außenküche. In der Küche gibt es sehr viel Arbeitsplatz, Arbeitsflächen, eine Kochstelle, das Wichtigste, der Grillort und das Spülbecken. Ja, und fürs Bier, dass es kalt ist, ist auch gesorgt. Und von der Erfahrung her, für größere Veranstaltungen etc. ist der Platz hier absolut ausreichend, um auch größere Gesellschaften zu bedienen. Und direkt an der Außenküche anschließend ist das Gästehaus. An dem Gästehaus befindet sich auch die Gästetoilette, wenn Besuch da ist. Zu meiner rechten Seite ein Gästeschlafzimmer und auf der linken Seite haben wir einen Lagerraum, wo die Waschmaschine steht und die Tiefkühlgeräte. Hier im Haupthaus war mir wichtig, dass sich das gesamte Gebäude erschließt. Wir haben tolle Details eingearbeitet, wie die Bögen, die eine Art Gefühl eines Gewölbes einem vermitteln, bis zu schönen Details der Winkel, die wir in den Decken eingesetzt haben. Und von diesem großen Saal, wo man hier hineinkommt, gehen alle einzelnen Zimmer des Hauses ab. Hier auf der Couch ist mein Lieblingsplatz. Gerade in der etwas kälteren Jahreszeit oder bei Regentagen ist es vor dem Kamin wirklich sehr schön und es lässt sich gut ein Buch lesen. Ja, und unsere Familie trifft sich jeden Tag zum Essen hier bei uns am Esstisch. Ja, und gekocht wird in der Küche. Hier gibt es viel Arbeitsfläche zum Kochen mit einem Gasherd, mit einem Elektroherd, einem Elektroofen, einer Geschirrspülmaschine, einer Dunstabzugshaube und viel Arbeitsfläche. Direkt an der Küche anschließend haben wir einen Vorratsraum, wo viele Kühlschränke, Tiefkühlschränke und Lebensmittel gelagert werden können. In unserer gesamten Anlage haben wir die Außenbereiche so geplant, dass die Abwasserleitungen und Abwasserrinnen bei starken Regenfällen das Wasser vom Haus fernhalten
und dass man einen bequemen, breiten Weg hat um das Haus herum. Und in unserer gesamten Gartenplanung haben wir uns so darauf konzentriert, dass die Obstbäume und die hochwertigen Bäume mit Rondellen eingemauert wurden, also letztendlich, dass sie einen guten Mutterboden haben und dass ein Spaziergang durch den Garten immer sehr viel Spaß macht. Es macht jedes Mal wieder aufs Neue Spaß, die Natur zu entdecken und durch den Garten zu gehen. In diesem Haus wohnt zurzeit meine Mutter. Und dieses Haus ist zu betreten über die Terrasse und so kommt man direkt in den offenen Wohn- und Essbereich mit der Küche. Dort hat man eine weitere Möglichkeit, zu einer weiteren Terrasse herauszugehen. Auf dieser Terrasse schaut jeden Morgen bei einem Kaffee meine Mutter dem Tukan bei der Morgenwäsche zu. Hier bei uns zu Hause sind wir natürlich am städtischen Strom, am Dreiphasenstrom mit angeschlossen. Aber wenn der mal ausfällt, sind wir durch unseren Notstromgenerator mit 65 kV unabhängig, der alles Lebenswichtige in unserer Anlage versorgt, von den Klimaanlagen bis in den Tiefkühlschränken und natürlich auch der Alarmanlage. Dieser schaltet sich automatisch ein, falls der Strom ausfällt. Dazu kommt, dass wir einen Tiefenbrunnen gebohrt haben mit 100 Meter Tiefe, den dieser Generator auch versorgt. Hier stehen jetzt meine Oldtimer, einer meiner größeren Leidenschaften. Und wie ihr genau sehen könnt, haben wir jetzt hier für 3 Autos Platz, bequem Platz. Aber wenn man etwas mehr zusammenrückt, auch für 4 Autos. Und hier drüben für weitere 2 Autos. Ja, und jetzt wird sportlich. Bei uns hier im Fitnessstudio haben wir alle Geräte, die ein Sportlerherz gerne hat. Von einem professionellen Rudergerät bis zu einem professionellen Stepper, ein professionelles Laufband. Und diesem Geräteturm, an dem man alle die verschiedensten Muskelgruppen trainieren kann. Aber nicht nur hier drin kann man trainieren, ja, sondern auch hier draußen kann man trainieren. Bei einer extra angelegten Bodenplatte, die die Möglichkeit uns bietet, fürs Inline-Hockey spielen, Fußball spielen oder das Basketball oder Inline fahren, hat man viel Spaß und viele Möglichkeiten. Und nun gehen wir rüber noch zu einem weiteren Haus. Und hier sind wir nun im oberen, größeren Wohnhaus. Wenn man in dieses Haus hineinkommt, über die Terrasse, kommt man direkt in den großen Saal. Hier im Saal spielt sich eigentlich das ganze Leben ab. Man hat die Küche zur Verfügung, man kann den Esstisch hinstellen und hat die Sitzecke. Dieses Haus hat 3 abzuschließende Zimmer. Davon sind 2 größere Zimmer und ein kleineres Kinderzimmer. Und alle diese 3 Zimmer verfügen auch über ein Badezimmer. Jetzt habt ihr die Häuser gesehen auf dem Grundstück mit dem Fitnessstudio, der Garage und viele Sachen entdecken können. Aber das absolute Highlight, das zeige ich euch jetzt, und zwar, das ist da oben. Auf den beiden unteren Etagen bauen wir zurzeit jeweils ein Zimmer-Apartment mit einem dazugehörigen Badezimmer. Und oben auf die Aussichtsplattform, da gehen wir jetzt mal hoch. Hier sind wir jetzt auf einer Höhe von ca. 12 Meter mit einer fantastischen Aussicht über das Tal rüber nach Kakopé. Und vom Sonnenaufgang bis zum Sonnenuntergang hat man immer eine atemberaubende Aussicht hier und kann die Seele baumeln lassen. Von hier oben aus können wir auch gut jetzt unser Gewächshaus sehen, in dem wir ganzjährig unser Gemüse anpflanzen und eine tolle Ernte erzielen. Und jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, warum ich dieses schöne Anwesen verkaufe. Meine Familie ist kleiner geworden. Mit meiner Mutter, mit meiner 1,5-jährigen Tochter und meiner Frau. Also für uns 3,5 Menschen ist dieses Anwesen einfach zu groß. Aber wenn euch das gefallen hat, was ihr gesehen habt, nehmt gerne Kontakt auf zu der eingeblendeten E-Mail-Adresse. Und die Nachbarschaft hier wird euch sicherlich herzlich willkommen heißen, euch einen tollen Start hier in Paraguay ermöglichen.